Mein Name ist Britta Saalheiser. Ich arbeite im internationalen Büro der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Bereich internationale Studierende. Ich bin dort zuständig für die Betreuung internationaler Studierender. Dazu gehört die Beratung internationaler Studierender, aber auch die Organisation aller Dinge, die mit dem Studium für diese Studierenden zusammenhängen. Wir haben seit 2010 zum 6. Mal voriges Jahr teilgenommen am ISB. Der Vorteil von dieser langen Zeitreihe ist, dass wir schauen können, wie haben sich denn die Zufriedenheitswerte der Studierenden verändert oder entwickelt. Sind sie gleich geblieben? Haben sie sich in bestimmten Bereichen, was das Studium angeht, verändert? Und dann konnten wir dort natürlich auch eingreifen, soweit es uns möglich ist. Also ein Beispiel wäre unser Career Point. Wir haben hier geschaut, was können wir anbieten für internationale Studierende besonders, aber auch für alle Studierenden und haben da einen Career Point eingerichtet, der also noch mehr anbietet, als vorher schon angeboten wurde, und haben hier speziell Workshops angeboten, Firmenbesuche, Messenbesuche, individuelle Beratungen und das Ganze natürlich auch auf Englisch. Das war vorher nicht da. Und haben gemerkt, dass das besonders gut angenommen wird von internationalen Studierenden. Und im letzten ISB haben wir sehr gute Zufriedenheitswerte, was dieses Angebot angeht, bekommen. Das hat uns also bestätigt, dass diese Einrichtung sehr gewinnbringend war. Wichtige Erkenntnisse aus dem letzten ISB 2022 waren für uns, dass die Maßnahmen, die wir in Sachen Karriereberatung eingeführt haben, sehr gut angenommen werden von den Studierenden, dass sie zu einer großen Zufriedenheit mit diesem Angebot führen und auch zu einer Möglichkeit, dass die Studierenden uns weiterempfehlen gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Außerdem haben wir erfahren, dass sie sehr zufrieden sind mit der Integrationsmöglichkeit, die sie als Internationale hier haben. Also besser, als wir eigentlich gedacht haben sogar, dass sie auch in die deutsche Studierendenschaft integriert werden. Das heißt, das hat uns bestätigt mit den Sachen, die wir anbieten, wie Mentoring-Programmen und auch im Fachbereich Integrationsmaßnahmen durchzuführen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir haben aber auch gelernt, dass viele unserer Serviceangebote noch nicht bekannt genug sind. Das heißt, viele der Sachen, die wir anbieten, Beratungsangebote, Weiterbildungsangebote, da ist die Zufriedenheit sehr gut, aber die Bekanntheit ist noch nicht groß genug. Also da müssen wir noch mehr tun in Sachen Kommunikation an die Studierenden heran. Die Studierenden haben uns im ISB zurückgemeldet, dass sie es sehr schön finden, dass es ein enges Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden gibt. Also wir haben ein sehr gutes Betreuungsverhältnis an der Universität, also allein was die Zahlen angeht, aber auch, dass Lehrende auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen, also auf ihre Erfahrungen, die sie mitbringen, vielleicht aus einem anderen Studium, aber auch auf die Lerninhalte und auch auf die Prüfungsformen zum Teil. Und das wird sehr hoch geschätzt. Es herrscht auch eine große Zufriedenheit, dass sie schnell Rückmeldungen bekommen zu ihren Prüfungsergebnissen. Also dass die Ergebnisse besprochen werden, dass man da auch auf Potenziale eingeht, wo sich Studierende noch verbessern können, dass sie da persönliche Empfehlungen bekommen. Außerdem gibt es natürlich verschiedene Lehrformen, die ausprobiert werden und wo Studierende offenbar auch zufrieden sind. Also nicht nur die klassische Vorlesung oder das Seminar, sondern eben auch Tutorien, interaktive Lehrformen, und das wird positiv bewertet.